Henry Sandkuhle kehrt immer wieder in seine eigene Turniersport-Vergangenheit zurück. Der Pferdetherapeut kooperiert unter anderem mit dem Leistungszentrum Luhmühlen. Klaus Ehrhorn möchte hier die Sieger von morgen ausbilden. Der frühere Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten hofft, dass der 55-Jährige und dessen Partnerin Julia Neumeister bei einem Problem helfen können. Es geht um Lilly, eine irische Vollblutstute. Ich habe ein neues Problempferdchen. Also ich habe mir das angeguckt, wir haben versucht, das Pferd zu arbeiten, aber Nervosität und immer dieses Headshaken. Beißt sie? Tritt sie? Macht sie irgendwas? Ja, sie ist schon so ein bisschen... Steigt sie? Sie zeigt schon so einige Ansätze. Sachen, die ihr nicht gefallen. Bei Unmut macht sie stark, okay. Und für mich ist es jetzt einfach wichtig zu wissen, ist es ein Krankheitssymptom, tut ihr was weh oder ist es was anderes? Henry Sandkuhle möchte das 11-jährige Pferd erst einmal beobachten. Lilly hat schon Turniererfahrung. Aufgrund des ständigen Kopfschlagens sind weitere Einsätze derzeit aber kaum möglich. Man sieht es an der Art, wie sie reagiert. Auf der einen Seite ist sie ein bisschen dominant, das heißt, wenn ihr irgendetwas nicht passt, dann fängt sie schon an, sich zu äußern und hat das bisher über dieses Headshaken dann gemacht. Und auf der anderen Seite sucht sie aber auch eine Nähe. Doch was hat die Schimmelstute genau? Sofort fühlt Julia Neumeister Verspannungen, ertastet viele blockierte Wirbel. Wie die 47-Jährige mit den Tieren umgeht, auch für Sandkuhle außergewöhnlich. Die Spannung, die sie da fühlt, die kann sie sich buchstäblich in die Finger ziehen. Und wenn sie die Hände dann wieder öffnet, dann klingt das so wie elektrostatische Entladung. Das ist dem Pferd sehr unangenehm. Sie ist sehr, sehr, sehr empfindlich hier. Ich brauche nur ganz leicht dagegen kommen. Und sie drückt den Rücken runter. Und dann ziehe ich mir jetzt diese Spannung, die sie hier hat, in die Finger. Und da hat man das Knacken gehört. Hier, hört gar nicht auf, zweimal. Klaus Ehrhorns nächster Problemfall. Der 4-jährige Wallach Lucky, der beim Reiten oft in Panik ausbricht. Bei diesem Pferd speziell, das ist zu uns gekommen zum Anreiten. Und das ist von Pferd zu Pferd verschieden. Wir haben Pferde, da dauert es eine Woche, bis die zum Reiter Vertrauen haben. Aber es gibt auch Pferde, die Probleme mit sich bringen, die ängstlich werden, sich von der Muskulatur verspannen. Und dann kommen wir manchmal auch nicht so ganz weiter. Und dann brauchen wir eben Hilfe von Fachleuten wie Henry und Julia, die uns dann helfen, so ein paar Tipps geben, die Pferde wieder so ein bisschen runterbringen. Und das ist also für uns schon eine sehr große Hilfe und für die Pferde eben auch. Lucky ist erst seit kurzem hier auf Luhmühlen, lebte vorher mit anderen Jungtieren zusammen. Unser erster Eindruck ist, dass er jetzt physisch im Prinzip in Ordnung ist. Dass er aber einmal die Trennung aus der Herde, das ist einer der wesentlichen Aspekte eines Pferdelebens. Und dass das jäh unterbrochen worden ist. Und das ist der Anfang von einer Resignation. Henry Sandkuhle verbringt zunächst mal einige Zeit alleine mit Lucky, will mit spielerischen Mitteln sein Vertrauen gewinnen. Ein Tag später. Sandkuhle versucht, Lucky die Angst zu nehmen. Schließlich soll der Wallach ja mal geritten werden. Das Tier will allerdings nicht so, wie es der Therapeut gerne hätte. Doch dann hat der Experte eine Idee. Wir starten jetzt gerade ein Experiment. Wir haben es in dieser Form noch nicht eher gemacht. Normalerweise würde ich jetzt ganz alleine mit ihm arbeiten. Und jetzt machen wir praktisch parallel dazu eine kleine Behandlung. Das heißt, Julia ist mit ihm beschäftigt und zieht ein bisschen Spannung raus. Kurze Zeit später. Der Vierbeiner akzeptiert tatsächlich Henry Sandkuhle auf seinem Rücken. Der Erfolg der Pferdetherapeuten. Immer wieder ein kleines Wunder. Ich war auch erst ein bisschen skeptisch, bis ich irgendwann mal wirklich nicht weiter wusste. Und dann habe ich von Julia und Henry gehört und habe gesagt, so jetzt versuche ich das einfach mal. Und ich hatte also wirklich einen super Erfolg damit. Und deswegen empfehle ich die beiden auch gerne weiter. Auch Lilly macht einen Tag nach Behandlungsbeginn direkt einen entspannteren Eindruck. Die Art, in der wir arbeiten, ist natürlich jetzt erstmal vollkommen ungewöhnlich für ein Zentrum, was etabliert ist, etablierte Wege geht.
Und letztendlich zählen einfach hier nur die Resultate. Und die können sich auch auf Luhmühlen sehen lassen. Henry Sandkuhle ist also zum Pferdesport zurückgekehrt, wenn auch in einer anderen Rolle.